Ich esse erst wieder was, wenn ich nicht in dieses beschissene Internat muss. Danke für Ihre Mühe. Entschuldigen Sie die kleine Unterbrechung. Mein Kollege ist netterweise für mich eingesprungen. Ich werde aber die Klausur bis zum Ende betreuen und auch korrigieren. Wenn ich geahnt hätte, wie leichtfertig Ihre Handlungsweise Nico gegenüber ist, ich hätte in die Adoption nicht eingewilligt. Sie hätten Nikos Hungerstreik von Anfang an ernst nehmen müssen. Ein Hungerstreik? Das war doch ein Bluff. Meine Hausdame, Frau Kepler, hat mir doch selber berichtet, dass Nico heimlich gegessen hat. Sie hat eine Infusion bekommen. Sie ist vor Entkräftung zusammengebrochen. Ich hoffe, bei Ihren anderen Kindern waren Sie etwas sensibler. Das tut mir leid. Sehr leid. Und das möchte ich Nico gern selbst sagen. Ich denke, für den Moment lassen Sie das lieber. So, würden Sie dann bitte Ihre Stifte weglegen? Ich werde die Arbeit einsammeln. Okay. Ich wusste gar nicht, dass du heute bei mir Klausur schreibst. Ich auch nicht, aber umso besser. Ich hatte eigentlich mit Dr. Degner gerechnet. Tja, ich musste kurzfristig einspringen. Die Bandscheibe. Oh, das passiert bei euch Schreibtischtätern ja öfter. Und sonst alles in Ordnung? Klar, wieso? Naja, gestern Abend ist ein bisschen spät geworden. Und dann noch der Wein. Ich bin fit. Und du? Wie sehe ich denn aus? Und, warst du bei den Brandners? Das sieht ja nicht so aus, als wäre Nicola freiwillig mitgekommen. Ich fürchte, sie muss einfach lernen, was es heißt, eine Lahnstein zu sein. Nico hatte einen Kreislaufkollaps. Was? Es war ihr Ernst mit dem Hungerstreik. Also ich glaube, sie simuliert. Das kann doch gar nicht sein, dass ein paar Tage ohne Essen so einen Effekt haben, oder? Sie hat nichts getrunken. Sie war also völlig dehydriert und ist zusammengebrochen. Was hat sie denn gesagt? Ich habe nicht mit Nico gesprochen. Herr Brandner hat mich nicht zu ihr gelassen. Wie bitte? Er hat mir schwere Vorwürfe gemacht. Und ich fürchte zu Recht. Und er ist einfach so gegangen? Nicht gerade gern. Arno, der Drachentöter. Grafenbezwinger. Ach, du weißt schon, was ich meine. Wie hast du das bloß gemacht? Er hat geglaubt, ich simuliere. Hm? Er spinnt ja wohl. Nun sei mal nicht so streng mit ihm. Auch andere mussten erst lernen, wie starkköpfig du sein kannst. Also von mir aus kann der jede Menge Zeit haben, um darüber nachzudenken. Erstmal bleibst du hier. Aber nur so lange, bis es dir wieder besser geht. Ich glaube, ich krieg einen Rückfall. Nico, es war deine Entscheidung. Du wolltest nach Königsbrunn. Ja, aber nicht, um mich in so einen Nobelknast für verwöhnte reiche Tussis stecken zu lassen. Jetzt lass ihn doch erst einmal darüber schlafen, falls es kann. Ich glaube, denen ist das eher kalt. Du konntest doch nicht wissen, dass es so schlimm wird. Ich hätte ihren Protest ernst nehmen müssen. Immerhin hast du mich vorher gewarnt. Naja, ich kenne Nico auch schon ein bisschen länger. Ich wollte euch nicht belauschen. Komm rein. Ich habe gerade gehört, dass du Nico schon etwas länger kennst. Ja? Und ohne mich in deine Angelegenheiten mischen zu wollen,
Vielleicht ist es besser, wenn Cecile zuerst mit ihr redet. Ja, das ist eine gute Idee. Würdest du das machen? Ich fürchte, ich habe im Augenblick nicht die allerbesten Karten bei Herrn Brandner. Ja, klar. Und könntest du Cecile begleiten? Aber also, das ist jetzt wirklich nicht nötig. Doch, Leonhard könnte Nico untersuchen und ich wäre zumindest etwas ruhiger. Ja, gerne. Ich freue mich sowieso schon die ganze Zeit drauf, meine kleine Schwester endlich kennenzulernen. Gut. Mach dir keine Sorgen, ja? Sag bloß, du willst zu mir. Träum weiter, Schatzi. Ich habe heute früh meinen Pullover hier vergessen. Oh, kann es sein, dass der Pullover mit L anfängt und A aufhört? Muss hier sein. Vielleicht hast du ihn ja in der Uni vergessen. Die intellektuelle Atmosphäre dort kann sehr verwirrend sein. Felix, hilf mir lieber beim Suchen. Wonach? Dem Pullover oder Lars? Dich trifft man doch wirklich überall. Sorry, aber ich bin für niemanden zu sprechen heute, ja? Hi, das ist aber mal eine angenehme Überraschung. Sie hat ihren Pullover vergessen. Aha. Das ist doch jetzt egal, Felix. Musst du immer über Klamotten reden? Wie wär's mit einem Kaffee? Eigentlich wollte Ich mach dir sofort welchen. Dauert nur eine Sekunde. Der baut dich wieder auf. Vanessa in der Küche? Freiwillig? Wie machst du das nur, Meister? Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimmst du deinen Kaffee mit Milch? Wenigstens muss Nico nicht in dieses blöde Internat. Das ist nicht gesagt. Warum? Jetzt, wo Nico wieder hier ist, kann dieser Graf sie doch nicht mehr dazu zwingen. Graf Lahnstein ist Nikos Vater. Aber Und trotzdem er kann sich jederzeit zurückholen. Und wie will er das machen? Will er mit der Polizei hier auftauchen? Theoretisch wäre auch das möglich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Er hat das Sorgerecht, aber jetzt beruhigt euch mal wieder. So weit wird das nicht kommen lassen. Gehen wir mal davon aus, dass Arnos eindringliche Worte etwas bewirkt haben. Na, hoffentlich. Hauptsache ist, Nico ist nichts Ernstliches passiert. Alles andere wird sich finden. Guten Tag, Cecile. Schön, Sie mal wieder zu sehen. Hallo, Herr Brandner. Das ist Leonhard von Lahnstein, Nikos Halbbruder. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Brandner. Ich wollte mich bedanken, dass Sie sich um meine Schwester gekümmert haben. Nikola ist doch hier zu Hause. Der Graf schickt seine Truppen aus. Und wer ist der Typ neben Cecile? Sie haben recht, das ist nicht der einzige Grund für meinen Besuch. Ich bin gerade aus Amerika wiedergekommen und würde Nico einfach gern kennenlernen. Nikola muss sich ausruhen. Ich habe gedacht, ich hätte das mit Ihrem Vater geklärt. Das respektiert Johannes auch. Aber Leonhard ist Arzt und wir dachten, vielleicht ist es ganz gut, wenn er sich Nico mal ansieht. Sie ist medizinisch hier sehr gut versorgt. Daran zweifelt ganz sicher niemand, Herr Brandner. Aber es gibt da noch etwas. Wehe, die wollen Nico. Ja, bisher hatte ich den Ruf, der Familie Rebell zu sein. Und ich kann Ihnen versichern, ich bin nicht hier, um Nico zu bereden. Also schön. Die Treppe hoch, zweite Tür rechts. Dankeschön, Herr Brandner. Hallo. Hallo, Cecile. Ja, so schnell sieht man sich wieder. Trinken Sie einen Kaffee mit uns? Ja, gern. Ah, hol ich mal noch eine Tasse. Darf ich? Und das ist dein Stiefsohn? Der sieht ja mal richtig gut aus. Findest du? Ja? Nico von Lahnstein? Ich bin Arzt, Graf von Lahnstein schickt mich. Dann können Sie gleich wieder gehen. Ich bin hier bestens versorgt. Sollten wir uns nicht erst mal vorstellen? Wozu? Na, damit meine eigene Schwester mich nicht gleich wieder vor die Tür setzt. Ich bin Leonhard, Mein... Bruder. Ich habe schon viel von dir gehört. Ja, ich auch von dir. Unser Ruf eilt uns anscheinend voraus. Dann hast du von der Internatsgeschichte also schon gehört. Ich kann dich gut verstehen. Ich habe diesen Schweizer Nobelknaster auch immer gehasst. Also ich gehe da nicht hin. Falls Johannes dich geschickt hat, um mich weich zu kochen, dann kannst du wirklich gleich wieder gehen. Klinge ich etwa so? Naja. Jedenfalls lasse ich mich nicht zwingen. Ich habe nämlich meine Prinzipien und deine Schweiz, die kann er vergessen. Das hätte auch von Vater stammen können. Ich glaube, ihr beide seid euch ähnlicher, als ihr ahnt. Also, ich finde ja das Abstraktionsprinzip wahnsinnig interessant.
das ist ja dann auch später für das Schuldrecht wichtig, oder? Unbedingt. Wir hatten sowas neulich im Seminar. Culpa in contraendo. Da wird eine Ladung Reifen. Entschuldige, aber ich möchte im Moment wirklich nicht über Störungen des Vertragsverhältnisses nachdenken. Sorry. Ich habe halt nicht jeden Tag die Möglichkeit, mit einem Experten zu sprechen. Aber wir können gerne über was anderes reden. Vanessa, bitte. War gestern wohl doch zu heftig, was? Also ich bin fit und völlig klar. Also ich musste mich bei der Klausur ganz schön zusammenreißen. Du sahst aber ziemlich fit aus. Aber vielleicht hätte ich den einen oder anderen Punkt besser formuliert. Könnte schon sein, dass ich dadurch nicht ganz die volle Leistung gebracht habe. Wird aber trotzdem reichen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn du das sagst. Und? Komme ich durch? Mit Sicherheit. Wir Landsteins sind so schnell nicht klein zu kriegen. Ja, und mit dem Internat lasse ich mich auch nicht klein kriegen. Sag mal, du kennst doch Cerberus, oder? Ja? Ich habe seinen Vater damals gefunden, als er noch ein ganz kleiner Welpe war. Und Johannes wollte unbedingt verhindern, dass ich ihn behalte. Und? Was hast du gemacht? Ich habe mich stur gestellt. Ich habe ihn mit auf mein Zimmer genommen und immer nur nachts rausgelassen. Das kann ja nur schief gehen. Ist es auch. Der Hund liebte Papier. Und er hat ziemlich schnell spitz gekriegt, wie man Türen aufbekommt. Und? Na, irgendwie hat er es dann auch in die Bibliothek geschafft. Ich kann mir vorstellen, was passiert ist. Johannes wollte ihn sofort ins Tierheim geben und da bin ich mit Brutus abgehauen. Brutus? So habe ich ihn genannt. Aber du kannst dir sicher denken, die haben uns schnell wieder eingefangen. Und Vater war außer sich. Na, das kann ich mir vorstellen. Und was ist mit Brutus passiert? Dafür hat dann meine Mutter gesorgt. Sie hat mir klargemacht, wie groß so ein Tier werden kann und dass man so einen Hund nicht einfach in einem Haus hält. Ich habe Vater dann vorgeschlagen, ihn als Wachhund zu behalten und um die Ausbildung habe ich mich dann gekümmert. Und was hat er gesagt? Er war einverstanden. Hi, Nico. Hi. Wie geht's dir? Schon wieder besser. Wir haben uns alle große Sorgen gemacht. Vor allem Johannes. Ach ja. Willst du nicht wieder mit nach Königsbrunn kommen? Deinem Vater würde das sehr viel bedeuten. Wir sollten Nico nicht drängen. Ich denke, sie kann ihre Entscheidung ganz gut allein treffen. Nico ist noch bei den Brandners. Aber es geht ihr schon viel besser. Sie kommt bestimmt bald wieder nach Hause. Meinst du? Mhm. Wir dürfen sie nur nicht zu sehr unter Druck setzen. Ich glaube, Cecile hat recht. Nico hat ihren eigenen Kopf. Ja, das scheint ihr ja zu gefallen. Ich finde, sie ist richtig cool drauf. Wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Du gerätst ja richtig ins Schwärmen, wenn du von unseren neuen Familienmitgliedern sprichst. Mach dir keine Sorgen, das mit euch kommt auch wieder in Ordnung. Hoffentlich. Oh, ich danke euch, dass ihr mit Nico gesprochen habt. Ich drehe noch eine Runde mit Cerberus. Oh Gott. Oh, schon so spät. Sollen wir was essen gehen? Was essen? Ich dachte, du bist wegen der Fachfragen hier. Ich dachte nur, weil es gerade so gemütlich war. Außerdem muss ich noch die Klausuren durchsehen. Musst du die heute noch korrigieren? Ja. Danke für den Kaffee. Tschüss. Gern. Na? Hast du deinen Pullover gefunden? Ah, fängt er schon wieder damit an? Culpa in contraendo. Wenn man bei einem Vertragsabschluss Sorry, Schuld hat. aber ich muss los. Du kommst wirklich nach deinem Vater. Ich weiß nicht, was du meinst. Er fälscht Testamente, du betrügst bei Klausuren. Das geht dich überhaupt nichts an. Ist dir denn gar nicht so billig? Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Ich will dir doch nur helfen. Oder glaubst du etwa, du kommst bei Lars damit durch? Hat eben jeder seine eigene Studienstrategie. Meine funktioniert. Bis jetzt eher nicht. Weißt du, was dein Fehler ist, Felix? Du
Du bist einfach zu ungeduldig. Erst habe ich gedacht, es ist der Schmerz über den Verlust seiner Mutter. Das war bestimmt auch so. Leonard ist noch sehr jung gewesen, als Francesca den Unfall hatte. Er ist nur aus dem Weg gegangen, wann immer er konnte. Ich fürchte, nach Francescas Tod habe ich den Draht zu ihm verloren. Aber jetzt versteht ihr euch doch gut. Du liebst deine Kinder, bist für sie da. Manchmal ist Liebe vielleicht nicht genug. Meinst du? Ich weiß, wie sehr er mich damals gebraucht hat. Aber ich war so in meiner eigenen Trauer gefangen, dass ich ihm gegenüber blind war, seine Einsamkeit nicht wahrgenommen habe. Leonard ist erwachsen. Er hat in Amerika studiert. Das ist alles vergeben und vergessen. Ich glaube, er ist nur Arzt geworden, weil er auf keinen Fall in das Familienunternehmen eintreten wollte. Ich denke, er liebt seinen Beruf. Und er liebt Königsbrunn. Trotzdem hat er es vorgezogen, am anderen Ende der Welt zu studieren. Ich bin mir sicher, dass er mir insgesamt noch Vorwürfe macht. Ich weiß nicht. Wie es aussieht, bin ich als Vater wohl nicht die beste Besetzung. Jetzt übertreibst du aber. Ja, es stimmt, ich sollte nicht jammern. Sonst flüchtest du auch noch vor mir. Quatsch. Ich bin eine Frau, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich wollte nicht stören, aber ich habe von draußen noch Licht gesehen. Ach, du störst doch nicht. Komm rein. Leonard. Ich gehe dann mal. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du meinetwegen gehst. Ach, ich habe noch jede Menge Geschäftsunterlagen durchzusehen. Ich gehe dann mal auf mein Zimmer. Bis später, Liebling. Ja. Habe ich mir nicht einen Traummann geangelt? Ja, Bernd scheint wirklich ganz in Ordnung zu sein. Aber erzähl mir doch lieber von deiner neuen Eroberung. Hanna, das ist keine Eroberung. Das ist Liebe. Richtig große Liebe. Ich freue mich für dich. Was ist denn mit deiner Traumfrau? Wie oft soll ich das noch sagen? Das war ein Scherz. Was hast du denn so in Amerika getrieben? Ich habe mich natürlich aufs Studium konzentriert. Ich glaub dir kein Wort. Ja gut, wie ein Priester habe ich nicht gerade gelebt. Na also. Die eine oder andere Affäre hatte ich schon, aber nichts Ernstes. Ach, keine Angst. Dich erwischte schon auch noch. Weißt du, ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ für die große Liebe. Schnickschnack. Warte mal ab. Vielleicht schlägt ja Amos Fall hier zu. Manchmal passiert es nämlich, wenn man gar nicht dran denkt. Wäre doch schön. Dann hätte ich meinen Lieblingsbruder endlich wieder hier. Du spinnst. Meine lieben Studenten, das weiß sogar meine Kanzleihilfe. Moin. Alles klar? Bei mir schon. Ich habe gestern noch bis 1:30 Klausuren korrigiert. Und? Wie sind die so? Falls du wissen willst, wie Vanessa so abgeschnitten hat. So weit bin ich noch nicht. Schade. Dann muss ich dich wohl erst gar nicht fragen, ob du mir unten in der Eisdiele hilfst. Ich muss nämlich noch klar Schiff machen. Robin kommt heute aus London zurück. Oh, tut mir leid, ich muss nachher noch in die Uni. Aber die Klausuren siehst du vorher noch durch, oder? Felix, was ist mit dir los? Willst du der neue Bossi werden? Quatsch. Ich will einfach nur wissen, wie sich meine Mitstudenten so machen. Ja, und da interessiert dich vor allem, wie sich eine ganz bestimmte Mitstudentin so macht, hm? Ich will auf keinen Fall, dass du bei Vanessa beide Augen zudrückst. Wie kommst du denn darauf? Ja, denkst du etwa, Vanessa ist hier zufällig aufgekreuzt? Willst du damit andeuten, dass ich sie als Typ gar nicht interessiere? Schon klar, Lars, du bist unwiderstehlich. Aber wenn Vanessa einen auf nett macht, dann hat sie immer irgendwas vor. Antrag wegen Befangenheit abgelehnt. Sie ist doch deine Ex, oder? Ja, ich will ja nur nicht, dass du denselben Fehler machst wie ich. Mach dir um mich keine Sorgen. Willst du in die Stadt? Ja, ich will noch einmal mit Herrn Brandner sprechen. Danke, Benedikt. Vielleicht finden wir eine gemeinsame Lösung, wie wir am besten mit Nico verfahren. Ja, und ich weiß ja überhaupt nicht, ob sie überhaupt zurückkommen will.
Glaubst du nicht, Leonard hat recht und du solltest die Entscheidung Nico selbst überlassen? Hab ich da meinen Namen gehört? Ja, Cecile lobt dich in den höchsten Tönen. Ja, wie schnell du einen Draht zu Nico gefunden hast. Und dass du mir nicht verraten willst, worüber du mit ihr gesprochen hast. Das ist ein kleines Geheimnis zwischen meiner Schwester und mir. Aber wieso? Morgen. Nico. Alle Achtung. Zu viel der Ehre. Das ist aber schön. Ich meine, ja, willkommen zu Hause. Zu Hause. Ich bleib nicht lang, ich will nur packen. Also willst du doch zu den Brandners? Nein, ich gehe auf dieses scheiß Internat. Nico, Entschuldigung, Scheiße sagt mir nicht als vorne zu. Und wenn man mir unbedingt Binden beibringen muss, dann gehe ich eben in die Schweiz. Auch wenn ich jede Sekunde hassen will. Und eins sage ich euch, sobald ich mit Messer und Gabel essen kann, bin ich wieder da. Und ich lerne schnell. Also ich verstehe nicht, dass ihr immer büffeln müsst. Wenn man sich die Zeit richtig einteilt. Ciao. Ciao. Hallo, Oh, hallo. geht's? Kann ich klagen? Hast du gestern lang gemacht? Ja, und heute früh ging's gleich weiter. Und? Hast du meine Klausur auch schon korrigiert? Nein, aber schon mal einen Blick drauf geworfen. Und? Oh je, man merkt die Fete vom Vorabend. Ja, und alle anderen Abende, an denen du nicht am Schreibtisch gesessen hast. Ich fürchte, du hast die Klausur völlig verhauen. Nicht mal ausreichend? Nicht bestanden. Aber das kann nicht sein. Okay, ich habe vielleicht nicht alles gewusst. Aber ich habe kein leeres Blatt abgegeben. Du kannst die Klausur ja wiederholen. Du hast sie ja erst durchgelesen. Vielleicht reicht es ja doch. Ich meine, ein paar Ansätze sind bestimmt richtig. Und wenn man das positiv auslegt... Keine Chance. Wie hast du so schön geschrieben? Was Recht ist, muss Recht bleiben. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ich muss ins Seminar. Ja? Ich bin gleich weg, dann bist du mich los. Tut mir leid, geht leider nicht schneller. Du kannst dir ruhig Zeit lassen. Ach, auf einmal. Nico. Wir müssen in ein paar Wochen nachholen, wofür andere Väter und Töchter 17 Jahre Zeit haben. Was soll das denn jetzt? Wenn du mir eine Abschiedspredigt halten willst, dann vergiss es. Jetzt hör mir doch bitte mal zu. Also gut, wenn du das unbedingt brauchst, raus damit. Vergiss das Internat. Bitte? Ich würde mich sehr freuen, wenn du bei mir bleibst. Und so geht es weiter. Lars! Okay, du hattest recht. Um die nächste Klausur zu bestehen, muss ich fleißig sein und viel lernen. Lars! Okay, du darfst mir Nachhilfe geben. Cecile macht mich so glücklich. Du magst sie doch wirklich, oder? Ja, natürlich. Cecile ist großartig.